Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Felix Tester Bikes. Wir schauen uns heute wieder Gravel Bikes für 2021 an, und zwar die ihr mir in den Kommentaren vorgeschlagen habt. Viel Spaß! Ja, schön, dass du dabei bist. Wir schauen uns heute wieder 5 ganz besondere Gravel Bikes an. Diese Gravel Bikes sind mir wiederum empfohlen worden von euch, also vielen Dank für die Kommentare. Wir schauen uns einfach mal zusammen 5 der Bikes an, die mich auch besonders interessiert und begeistert haben, und wenn euch noch weitere Bikes dazu einfallen, die wir in einem weiteren Video vielleicht anschauen sollen, dann lasst es gerne in den Kommentaren unten stehen und wir schauen mal, was in den nächsten Videos dann so für Bikes angeschaut werden. Steigen wir direkt ein in die erste Firma. Focus wurde ein paar Mal gefordert und vielen Dank dafür. Focus ist eine sehr spannende Firma, weil sie per se eigentlich jetzt nicht ein typisches Gravelbike an den Start bringt, und das hat mehrere Gründe. Grund Nummer 1 ist wohl, dass Mike Kluge, der wohl größte Name im Cyclocross, neben mittlerweile Mathieu van der Poel vielleicht, der Gründer und mittlerweile, glaube ich, immer noch Geschäftsführer von Focus ist und deswegen die Marke sich ja schon immer sehr auf die Sparte Cyclocross festlegt und bis jetzt auch noch kein Gravelbike vorgestellt hat. Ein anderer Grund, warum es noch kein Gravelbike von Focus gibt, ist der, dass man Focus auch in einem gesamtwirtschaftlichen Kontext betrachten muss. Die sind in einem Konglomerat namens PON, da ist unter anderem Santa Cruz, aber auch Cervelo dabei, und die haben ja schon sehr, sehr heiße Gravelbikes, die auch wirklich gut funktionieren, und damit sich der Markt jetzt da in dem kleinen Segment Gravel nicht kannibalisiert, damit sich der Markt nicht kannibalisiert, ist wohl hier auch die Entscheidung gefallen, vorerst noch nicht in den Gravelbike-Markt einzutreten. Trotzdem gibt es sehr, sehr coole Rennräder, wie zum Beispiel das Paraline, das man auch zu einem Gravelbike umrüsten kann. Da gibt es relativ breite Reifenfreiheit. Das heißt, man kann so ein Endurance-Bike wie das Paraline auch relativ einfach zu einem Gravelbike umrüsten. Wir schauen uns jetzt aber hier das Maris an. Das Maris ist eine absolute Koryphäe im Bereich Cyclocross, und genauer schauen wir uns jetzt mal das Maris 6.9 an, das jetzt bei Focus vor allem in Schwarz geschickt wird. Also in dem schicken Schwarz, wer sich für eine andere Farbe entscheidet, muss eine teurere Version nehmen, die dann auch in Carbon kommt. Der Rahmen hier ist aus Alu, kommt aber mit einer Vollcarbon-Gabel, ist relativ erschwinglich für 1.800 € und für all diejenigen auch zu empfehlen, die jetzt sagen, sie wollen nicht unbedingt wochenlange Bikepacking-Touren machen oder 200 Kilometer mit ihrem Gravelbike rumfahren, sondern einfach mal für die schnelle Runde im Wald ein Bike suchen. Die werden nämlich mit so einem Cyclocross-Rad auch sehr glücklich. Wir haben jetzt hier zwar nicht diese Anschraubpunkte, wie man sie typischerweise bei einem Gravelbike findet oder bei einem Bikepacking-Rad, also keine Ösen zum Gepäckträger oder zum Taschenanschrauben, aber trotzdem Trinkflaschen kriegt ihr da recht gut unter. Ja, wir haben hier eine solide Shimano 105 Schaltgruppe verbaut und kommen auf ein sehr leichtes Gesamtgewicht für den Preis auch unter 10 Kilo mit 9,8 Kilo. Also Focus ist ein sehr, sehr, sehr erfahrener Anbieter, was Cyclocross-Räder angeht, und auch dieses Bike sieht man sehr oft im Wald, wenn man auf Gravelpfaden unterwegs ist. Der nächste Anbieter kommt auch aus Deutschland, aus Norddeutschland, Stevens, auch einer, der seit jeher im Cyclocross-Geschehen vorne mitmischt, auch immer sehr spannende Bikes im Cyclocross-Segment aufwarten kann. Die entscheiden sich jetzt spannenderweise dieses Jahr zum ersten Mal ein Gravelbike an den Start zu bringen, was auch wirklich den Titel Gravelbike erhält. Natürlich kann man Cyclocross-Räder auch zum Graveln hernehmen, aber es ist vor allem auch so ein bisschen eine Vermarktungs- und auch so eine Ausrichtungssache von der Marke selbst, in welche Richtung sie sich entwickelt. Und jetzt spannend, Stevens wagt den Schritt in den Gravelbike-Ring mit dem Prestige. Ja, wir haben hier eine 45 mm Reifenfreiheit, also für breite Reifen geeignet. Wir haben eine Masse an Anschraubpunkten, auch oben am Oberrohr sieht man das ganz gut. Wir haben hier einen
ja, einen wilden Mix von der Shimano GRX mit 600er Kurbel, 800er Schaltung und Umwerfer. Der Schaltbremshebel ist aus der 600er Gruppe genommen und die Bremsen aus der 400er GRX. Ja, da spart sich Stevens ein bisschen Geld und für euch bedeutet das wohl, ich habe da noch keine Erfahrung, ehrlich gesagt, wohl jetzt aber nicht den allergrößten Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass es, ja, der größte Unterschied ist, dass es für im Einkauf um einiges günstiger ist. Wir machen aber mal, glaube ich, ein separates Video, wo wir die einzelnen Komponenten der GRX-Untergruppen mal genauer anschauen, weil das ist schon sehr, sehr verwirrend und ein sehr, sehr großes Thema, was es, glaube ich, rentiert, in einem separaten Video anzuschauen. Hier Stevens mit einem richtig soliden Bike für 1.800 €, auch knapp um die 10 Kilogramm Marke mit 10,3 Kilo. Und ja, wir sind mal gespannt, wie sich Stevens so weiterhin im Gravel-Ring schlägt. Ich glaube, das war ein vorsichtiger Schritt, also auch was die Vermarktung von dem Rad angeht, ist da noch nicht kein hundertprozentiges Commitment zum Gravel-Grinden zu sehen, aber ich glaube, das ändert sich auch ganz, ganz schnell. Das nächste Rad ist sehr, sehr spannend. Auch eins, das ich nicht auf dem Radar hatte, ehrlich gesagt. Also vielen Dank auch an denjenigen, der mir den Kommentar dazu geschrieben hat. Das ist das Ridley Can So Fast. Und wir schauen uns jetzt hier mal eine ganz besondere Variante an, und zwar mit der GRX 800, die mit einer Di2 kommt. Vorne ein Kettenblatt, aber hinten die komplett neu verbaute Classified zweifach Getriebenarbe verbaut hat. Wir schauen uns die Classified-Narbe mal im Detail an. Also die Narbe ersetzt das zweite Kettenblatt vorne. Es wird geschalten und zwar elektronisch über Funk. Man hat zum einen eine 1:1 Übersetzung und zum anderen eine 0:7 Übersetzung. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise mit einem 42er Kettenblatt vorne fährt, kann man mit dem 42er fahren, oder 0:7 bedeutet dann, dass man dann auf ein 30er Kettenblatt theoretisch schalten würde. Ja, diese Getriebenarbe hat noch den weiteren Vorteil, dass man unter Volllast schalten kann und dass der Schaltvorgang wahnsinnig schnell, und zwar in 150 Millisekunden vonstatten geht. Also sehr spannend, was sich Ridley hier als innovative Lösung für ihr Aero-Gravelbike ins Boot geholt hat. Aero-Gravelbikes sind auch eine relativ junge und kleine Nische. Da kämpft jetzt Ridley mit dem 3T Explorer oder dem Cervelo Aspero. Also Bikes, die besonders dafür gedacht sind, sehr, sehr schnell im Gelände unterwegs zu sein, vor allem auch auf den Rennbereich in der Gravel-Szene abzielen. Sehr spannend, nicht ganz billig. Für 6.000 € bekommt ihr die GRX 810 und die Classified zweimal Nabenschaltung dazu. Sehr, sehr spannendes Konzept. Bin gespannt, ob sich Nabenschaltungen in Zukunft auch durchsetzen. Weiter geht es ein bisschen erschwinglicher. Für 2.140 und ein paar zerquetschte bekommt ihr hier bei Bike Discount beispielsweise das Fuji Yari. Fuji Yari ist auch ein Modell, das wirklich schon länger auf den Gravel-Wegen da draußen zu sehen ist. Ein richtig gutes Allround-Bike, was sich jetzt nicht nur für schottrige Singletracks bewährt, sondern auch besonders für den Allzweckeinsatz. Also Fuji vermarktet das Ding als Chamäleon, das heißt, ihr könnt damit sowohl im Gravel-Bereich, aber auch längere Touren oder Bikepacking oder auch Asphalt damit wunderbar fahren. Was ganz spannend ist, die Sitzstreben federnleicht, das heißt, das sorgt für mehr Komfortabilität, gerade im Gelände. Ihr habt 3 Wasserflaschenhalterungen, das heißt, ihr könnt auch mal für längere Touren genügend zu trinken mitnehmen. Ihr habt massenweise Anschraubpunkte, um beispielsweise Schutzbleche oder Taschen zu befestigen. Und was ich relativ interessant finde, was ich so noch nicht gesehen habe, ihr habt hier oben auf der Unterseite des Oberrohrs ein Schulterpolster integriert, was beim Tragen von dem Bike bequem sein soll. Weiß ich jetzt nicht, ob es das braucht. Ich trage mein Rad relativ selten, aber kann schon sein, dass es da Leute gibt, die genau auf sowas Wert legen. Lasst mich auch das gerne in den Kommentaren wissen.
Ja, wir haben hier bei der Schaltgruppe auch die GRX verbaut, wobei die Schalthebel aus der 600er Gruppe sind und Schaltung und Umwerfer selbst 810er. Und besonders spannend auch für alle, die auf Tubeless stehen, das Bike wird als Tubeless-Variante schon ausgeliefert. Das heißt, ihr müsst dann nicht mehr mit Tubeless Milch rumbarzen und könnt von Anfang an Tubeless damit rumfahren. Ganz cool. Ja, und ein weiteres Bike, auch von einer deutschen Marke, hatte ich auch wieder nicht so wirklich auf dem Schirm, ist doch etwas unterm Radar, aber Droessiger ist eine Marke, die mit diesem Gravel Pit Bike schon seit 2018 auf dem Markt sind und sich auch einen recht großen Namen gemacht haben, gerade was dieses Bike angeht. Es kommt sehr, sehr gut an bei Gravel-Fans, hat was zu tun mit der Geometrie des Alurahmens, aber auch, ich glaube, mit dem Konzept, dass Droessiger nämlich sowohl eine sehr, sehr starke Customized-Option anbietet, die dann wiederum über deren weit verbreitetes Händlernetzwerk vertrieben wird. Das heißt, ihr könnt auch mal auf der Webseite von Droessiger schauen. Da gibt es eine Übersicht über deren Händlerkarte. Dort könnt ihr sehen, wo der nächste Händler von euch angesiedelt ist. Und dort könnt ihr dann mal die Räder Probe fahren, anschauen, hochheben, was auch immer, vielleicht sogar testen. Und dann könnt ihr im Internet, und da fängt es an, richtig spannend zu werden, die komplette Rahmenfarbe auf 20 verschiedene Farben customizen und konfigurieren, je nachdem, was ihr für ein Gusto habt. Also ich habe da auch schon stundenlang mit rumgespielt und die Sache wird nicht einfacher, weil man noch 2 Decals customizen kann. Also hier diese 2 Stripes, die kann man einmal oben und einmal unten customizen, sodass da relativ viele Möglichkeiten bestehen, dein Rad wirklich zu deinem einzigartigen Gravelbike zu gestalten. Finde ich eine sehr spannende Art und Weise, wie man wirklich auch den Individualismus im Gravelbike-Bereich fördern kann und trotzdem das Ganze auch noch für einen relativ humanen Preis von 1.800 € mit der GRX oder für 100 € weniger mit SRAM Apex Schaltung anbieten kann. Das waren jetzt im Großen und Ganzen meine Worte zu den 5 Bikes, die ihr mir geschickt habt. Wenn ihr weitere Bikes habt, die ich mir gerne anschauen soll, dann gerne in die Kommentare und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, abonnieren nicht vergessen, Glocke hitten und wir sehen uns. Ciao.